die 3 Themenfelder können nicht unabhängig voneinander gesehen werden. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite die flexiblen Technologien. Diese Technologien müssen schnell auf neue Anforderungen reagieren können. Dementsprechend müssen sie auch schnell weiterentwickelt werden können und angepasst werden können an individuelle Produktionsanforderungen. Die individuellen Produktionsanforderungen kommen dann natürlich auch wieder vom Menschen als Verbraucher. Und den Mensch kann ich dann aber auch wieder in die Produktion integrieren als flexiblen Faktor, nämlich als flexibel agierenden, auch mit der Maschine zusammenarbeitenden Menschen. Und ich brauche flexible Software und innovative Software, die jetzt dann, wie man es auch schon im Consumer-Bereich heutzutage hat, von einer Community zur Verfügung gestellt werden. Also man muss sich das dann eventuell oder man muss sich das auch so vorstellen, dass man sagt, wir haben einen App Store für Produktionstechnologien, die dann für oder in die Roboter oder in die Steuerungen integriert werden können, sodass dann schnell auf neue oder flexibel auf neue Anforderungen für die Produktion reagiert werden kann. Das muss natürlich zuverlässig funktionieren. In einer Produktion kann ich nicht das Risiko eingehen, wie beim Handy zu sagen, naja gut, die App gefällt mir nicht, die schmeiße ich wieder runter. Wenn ich produziere, dann muss ich mich auf die Funktion der App, respektive Funktion der Software verlassen können. Und dementsprechend muss ich eine Umgebung natürlich auch dafür zur Verfügung stellen. Wenn ich diese allerdings zur Verfügung stelle, dann habe ich die Möglichkeit, weltweit in der Community die Entwickler anzusprechen, um damit dann flexible Fertigungstechnologien in die Steuerung integrieren zu können. Im Hardware-Bereich muss ich natürlich auch flexibler werden. Das heißt, ich kann nicht mehr meine Maschine dafür ausrichten, dass ich nur ein Produkt fertige. Und das ist für die Robotik natürlich auch eine Chance. Prinzipiell sind Roboter natürlich flexibel, man kann sie flexibel programmieren. Allerdings muss ich sie dafür auch vorbereiten, dass diese flexible Programmierung und intuitive Programmierung möglich ist. Hier ist sicher auch noch einiges in der Zukunft zu tun. Der Mensch spielt dahingehend wieder die große Rolle, dass wir auf der einen Seite die älter werdende Generation oder die älter werdende Population haben. Das heißt, die Mitarbeiter im Unternehmen werden älter, die Mitarbeiter müssen aber gleichzeitig wieder flexibler werden, weil sich ja die Produkte auch ständig ändern und individueller werden. Das heißt, ich muss den Menschen hier in die neuen oder an die neuen Herausforderungen und an die neuen Aufgaben hier die Menschen einbinden, um dann gemeinsam Mensch und Maschine ein möglichst flexibles Produkt oder ein möglichst individuelles, flexibles Produkt herstellen zu können. Ein Unternehmen alleine schafft es nicht, die flexiblen oder die individuellen Anforderungen auch in der Produktion abdecken zu können. Das heißt, ich habe unterschiedliche Produktionsprozesse, die dann beispielsweise mit einem Roboter durchgeführt werden sollen. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, für die Robotersteuerung eine Umgebung zu schaffen, dass hier Apps die individuelle Produktionsprozesse und innovative Produktionsprozesse ermöglichen, auf der Robotersteuerung zur Verfügung zu stellen, dann bin ich natürlich in meiner Produktion erheblich flexibler. Das heißt, ich brauche eine Umgebung, wo dann die Community flexibel programmieren kann, sodass dann individuelle Produktionsprozesse möglich sind. Die Future Production Landscape ist
letzten Endes die Verknüpfung von unterschiedlichen Teilbereichen, die Verknüpfung des Menschen gemeinsam mit der Technologie und auch mit der Community. Das heißt, diese drei großen Felder werden vereint und geben mir dann die Möglichkeit oder geben dann dem Unternehmen die Möglichkeit, flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren zu können, um damit innovativ die Produktion verändern zu können, aber auch innovative Produkte produzieren zu können.